Hoffenheim und Bochum eröffnen den 14. Spieltag. Bevor wir aber zu den Tipps kommen, eine ganz kurze Werbung noch in eigener Sache. Ich mache ja zurzeit meine Adventsgewinnspiele. Das erste Gewinnspiel ist schon draußen. 2 Elgato Pullover. Ihr habt dazu noch Zeit bis morgen 18 Uhr euch anzumelden. Das Video ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei, wenn ihr noch Interesse habt mitzumachen. Jetzt starten wir rein mit Hoffenheim gegen Bochum. Da würde ich ein knappes 2:1 tippen für Hoffenheim. Die Bochumer ist so eine Wundertüte. Die haben gegen Wolfsburg gewonnen. Habe ich leider nicht getippt. Hätte man auch nicht mit rechnen können. Und Hoffenheim, die stehen halt auch weiterhin oben. Die haben jetzt in Gladbach verloren. Die wollen, denke ich mal, den Anschluss oben halten. Und von daher, so aus dem Bauch raus, wie immer, ein knappes 2:1 für Hoffenheim. Am Samstag geht es dann weiter, unter anderem mit Union gegen Gladbach. Das wird auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Auf der einen Seite die Gladbacher, die in der Liga auch immer besser reinkommen, im Pokal weitergekommen sind. Auf der anderen Seite Union mit neuem Trainer. Und da bimmeln schon alle Alarmglocken, weil neuer Trainer, Mannschaft, laut Gesetz müsste eigentlich Union gewinnen. Ich bin aber noch so am Hadern, ob ich einen Unentschieden tippen soll oder ob ich Union auf Sieg tippen soll. Die haben auch schon lange nicht mehr gewonnen. Letzter Platz, wer hätte das gedacht? Hätte mir das einer vor der Saison gesagt. Ich hätte nicht mal Geld drauf gesetzt, dass das irgendwie zustande kommt. Aber gut, ist so wie es ist. In München hatten sie spielfrei. Überraschenderweise fällt im Winter auch mal Schnee, besonders im Süden. Hat nichts mit der Klimakatastrophe zu tun. Wo sind die eigentlich? Warum haben die sich nicht auf die Straße geklebt? Verstehe ich gar nicht. Naja, also zurück zum Sport. Ich tippe daher mal ein ganz knappes 1:0 für Union. Weil ich glaube, klar, neuer Trainer, neues System, neue Formation, die müssen sich jetzt auch erstmal wieder einspielen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Und aus dem Grund 1:0 für Union. Dann kommen wir zu einem Duell, wo ich den Bayern-Fans schon mal virtuell die Hand gebe und auch den Spielern. Denn wir haben in der Saison eines gemeinsam. Wir sind beide in Saarbrücken ausgeschieden. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal die Hand reichen. Grüße an alle Bayern-Fans. An die Spieler den Appell, falls ihr dieses Video hier seht. Wenn ihr zur Pause schon 3:0 führen solltet, schaltet ruhig mal 3 Gänge runter. Weil ich glaube nicht, so kurz vor Weihnachten zu Hause noch eine 6:0 Niederlage zu kassieren, wäre nicht so geil. Ich spreche natürlich auf die Leistung an der Eintracht die letzten Wochen. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Also im Pokal, du kannst ausscheiden. Egal gegen wen, du kannst auch gegen den Drittligisten ausscheiden und auch gegen den Regionalligisten. Das hat es alles schon gegeben, aber es kommt auf die Art und Weise an. Und das hat mich und besonders auch ganz viele andere Fans der Eintracht natürlich total sauer gemacht, weil du hast gestern keinen Kampf gesehen, beziehungsweise vorgestern, wenn das Video jetzt hier rauskommt. Vorgestern keinen Kampf gesehen, Laufwege nicht vorhanden, jeder zweite Ball war auf einmal weg. Saarbrücken war viel energischer in den Zweikämpfen drin. Von Torschüssen will ich gar nicht reden, die gab es gar nicht. Also ich habe vielleicht 1 oder 2 höchstens gesehen im ganzen Spiel. Und so kannst du einfach nicht bestehen. Und die Eintracht, die spielt irgendwie auch in jedem Spiel mit einer anderen Formation. Dann spielen auch gewisse Spieler, wie zum Beispiel ein Dina Ebimbe, spielt mal auf der rechten Seite. Dann ist er Zehner. Da muss er auf einmal im Mittelfeld neben Larsson spielen. Also ich weiß nicht, ob Dino Topmüller weiß, wie er spielen lassen soll, welche Spieler er aufstellen soll. Dann kommt natürlich auch noch eventuell die Müdigkeit mit dazu. Spieler hatten viele Spiele in den Knochen, klar, die englischen Wochen, dann Nationalmannschaft und so weiter, aber das haben die anderen Teams auch. Und da sehe ich einfach momentan ganz, ganz schwarz und von daher auch dieser Appell an die Bayern-Fans. Also ich werde natürlich für die Eintracht tippen, 1:0, weil mein Verein, aber ich befürchte, dass die Bayern uns da eine richtige Lektion erteilen werden. Oder die Eintracht, die typische Diva, wie sie ist, gewinnt dann ausgerechnet 1:0 gegen die Bayern oder so, weil das ist dann auch wieder typisch Eintracht. Also ich weiß nicht, die Eintracht muss sich wirklich raffen, dass sie in der Winterpause 3, 4 qualitativ gute Neuzugänge wirklich holt. Vorne, Mittelfeld, Verteidiger. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass im Januar der Afrika Cup ist. Also werden Chaibi, Mamouche, Skiri auf jeden Fall schon mal nicht da sein. Wenn man jetzt Durun Sinmi holt von Viktoria Pilsen und eventuell Gift Orban, beides Nigerianer, ob die nominiert werden für die Nationalmannschaft, weiß ich nicht, aber da muss ganz viel passieren. Wie gesagt, ich kann über die Eintracht gefühlt ein extra Video machen, das gehört jetzt hier eigentlich gar nicht her, aber ich nutze immer mal gerne die Möglichkeit, um mich über meinen Verein so ein bisschen auszulassen. Sehr, sehr schade, weil ich glaube, diese Pokalsaison, die hätte auch wieder in Berlin enden können. Klar, Leverkusen ist es noch mit dabei und Stuttgart, auch richtig starke Mannschaften, aber so von den Gegnern her, vom Teilnehmerfeld her, war es auf dem Papier her nie so leicht in Berlin anzudocken und ein Finale zu spielen. Und von daher, es ist so wie es ist. Nochmal Gratulation an Saarbrücken. Wie gesagt, da haben wir ja mit den Bayern-Fans und mit den Bayern-Spielern eins gemeinsam in der Saison, das bleibt für immer. Und genau, also ich hoffe 1:0 für die Eintracht, aber ich befürchte, es geht eher schief und das Ganze in die andere Richtung. Dann kommen wir jetzt zu Wolfsburg gegen Freiburg. Das wird hoffentlich nicht so lange dauern. Wolfsburg ist auch in so einem kleinen Tief. Schon seit ein paar Spielen in der Liga performen sie nicht mehr ganz so gut. Zwischendurch war mal ein Heimsieg gegen Leipzig dabei im Pokal und auch in der Liga. Also da habt ihr schon mal den Job erfüllt. Und Freiburg, die setzen sich halt auch oben fest.
Gewinnen jetzt auch nicht jedes Spiel, aber gewinnen halt auch manchmal auf ihre typische Art und Weise. Aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich. Ich würde aber hier ein Unentschieden tatsächlich tippen, an 1:1. Genau aus dem Grund, beide kann ich nicht so recht einschätzen. Wolfsburg will wieder raus aus der Krise, Freiburg will auch gewinnen. Und von daher tippe ich mal ein 1:1. Bremen gegen Augsburg, da habe ich genau dasselbe Problem wie bei Hoffenheim gegen Bochum. Die Augsburger gegen uns leider gewonnen, war aber auch total verdient. Bremen, ja, weißt du auch nie richtig einzuschätzen. Die stehen auch unten mit dabei. Die kommen auch nicht so richtig in Tritt. Irgendwie Hinrunde schon fast vorbei. Mal gucken, ob sie in der Rückrunde durchstarten. Das ist auch gefühlt ein Unentschieden. Also ich würde da auch ein Unentschieden tippen, tatsächlich. Oder halt Augsburg auf Sieg. Aber ich mache ein Unentschieden. Ich mache hier mal ein 2:2. So aus dem Bauch raus. Wahrscheinlich wird das auch das torreichste Spiel des Spieltags, wie es bei mir halt manchmal so ist bei meinen Tipps, ne? Ihr wisst es ja. Dann haben wir das Duell der Aufsteiger, Heidenheim gegen Darmstadt. Da würde ich dann auf Heidenheim wieder tippen. Da mache ich mal ein 2:0, weil die schätze ich einfach stärker ein. Darmstadt hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber gut, die werden sich halt auch irgendwie reinkämpfen müssen. Apropos reinkämpfen, das wird so ein Spiel, glaube ich, sein. Heidenheim geht auch viel über Zweikämpfe, viel übers Physische. Und wird wahrscheinlich ein Abnutzungskampf. Entweder ein knappes 1:0 oder von Anfang an Vollgas nach vorne auf beiden Seiten. Und es gibt ein wildes Spiel, so 3:2 oder 4:3 für Darmstadt oder so. Aber ich schätze Heidenheim auch ein bisschen stärker als Darmstadt zurzeit ein. Deswegen 2:0 für Heidenheim. Am Abend dann das Topspiel Dortmund gegen Leipzig. Die Dortmunder, die kannst du auch nicht einschätzen und ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Man hat eigentlich gedacht, nach der verpassten Meisterschaft der letzten Saison, jetzt erst recht, jetzt verstärken sie sich richtig gut im Sommer. Und dann kommt auf einmal Sabitzer um die Ecke, ein Metscher kommt um die Ecke, Füllkrug. Du hättest auch andere Spieler haben können, ne? Man hätte sich einen Grimaldo holen können oder müssen eigentlich, wenn der frei war, man hätte Granit Xhaka eigentlich holen müssen. Ja, die beiden sind jetzt in Leverkusen gelandet, die waren wohl auch bei Dortmund im Gespräch, aber irgendwie wollte die keiner haben. Wie gesagt, stattdessen hat man sich Sabitzer geholt und ein Metscher. Das Mittelfeld ist halt einfach für ganz oben zu schwach. Also es wird wahrscheinlich für die ersten 4 oder die ersten 5 reichen, je nachdem, wen sie sich noch in der Rückrunde holen oder im Winter. Aber für ganz oben wird das diese Saison nichts. Das machen, glaube ich, Leverkusen und die Bayern unter sich aus. Leipzig, wenn sie nochmal eine Serie starten. Aber ich glaube, wenn, dann eher Leverkusen. Die sehe ich da oben sehr, sehr gefestigt. Ne? Aber apropos, Dortmund dann in Leverkusen haben sie unentschieden gespielt, haben sich aber auch da weitestgehend hinten reingestellt. Also dass das Spiel 1:1 ausging, das ist halt auch ein ganz großer Treppenwitz gewesen. Und von daher glaube ich auch, dass in diesem Spiel Dortmund vielleicht wieder eine bessere Leistung zeigt. Also viel schlechter als gegen Stuttgart im Pokal. Das geht ja gar nicht mehr. Also, ne, das war so ähnlich wie bei der Eintracht. Da muss auf jeden Fall jetzt eine Reaktion gezeigt werden. Ein Unentschieden vielleicht nochmal. Ich habe noch keinen Auswärtssieg. Ich mache ja auch mal ein Unentschieden. Auch ein torreiches 2:2. Ich weiß nicht. Oder Dortmund haut die einfach 3 oder 4:0 aus dem Stadion. Das kann alles passieren, ey. Keine Ahnung. Aber das ist halt jetzt mein Tipp. Macht damit, was ihr wollt. Übernehmt den Tipp oder macht halt irgendeinen anderen Tipp. Am Sonntag dann das nächste Topspiel. Stuttgart gegen Leverkusen. Also vor der Saison die beiden Mannschaften. Spieltag 14. Ein Topspiel. Wenn mir das einer gesagt hätte. Never ever. Never ever. Ich hätte Stuttgart auch eher unten erwartet oder im gesicherten Mittelfeld. Aber oben mit dabei, auf jeden Fall nicht. Aber Leverkusen, wie gesagt, die spielen seit Saisonbeginn an richtig klasse Fußball. Gute Spieler, guten Trainer, das funktioniert alles richtig, richtig gut. Und Stuttgart halt auch. Die haben mit Guirassy jetzt einen richtigen Glücksgriff, also dass er trifft und trifft und trifft. Genauso wie Undav, also 2 Stürmer zu haben, die so treffsicher sind. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt und auch das Team drumherum. Das funktioniert einfach. Hoeneß ist auch ein guter Trainer, der scheint mit seiner Idee da durchzukommen. Und auch sehr, sehr attraktiven Fußball spielen zu lassen und auch erfolgreichen Fußball. Leverkusen auch mit Xabi Alonso. Also das wird hoffentlich eine richtig geile Partie, wo es hin und her geht, viele Tore. Und wenn Leverkusen am Ende ein Tor mehr macht, dann würde ich mich freuen, weil ich schätze sie qualitativ doch noch ein bisschen besser ein als Stuttgart. Würz ist jetzt nicht dabei, aber wie gesagt, da ist Grimaldo, da ist ein Granit Xhaka. Haben wir ja gerade schon bei Dortmund mal erwähnt gehabt. Dann vorne Victor Boniface. Patrick Schick ist jetzt auch wieder fit, der ist auch wieder eine Option. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Sehr, sehr begeistern hoffentlich. Und wie gesagt, hoffentlich mal ein Tor mehr für Leverkusen. Und den Abschluss machen die beiden Karnevalsvereine. Köln gegen Mainz, wenn man so möchte. Das ist halt auch eine sehr, sehr schwere Partie für beide. Ja, die Kölner brauchen auch jeden Sieg. Haben wir in Darmstadt gewonnen. Mainz ganz unglücklich zu Hause gegen Freiburg, glaube ich, auch 1:0 verloren. Tja, und jetzt beide im direkten Duell. Ich glaube, da schätze ich die Kölner zu Hause mit dem Publikum im Rücken, mit dem Sieg auch in Darmstadt. Ne? Also die haben ja ein bisschen Selbstbewusstsein jetzt wieder bekommen. Selbstvertrauen möchte man meinen. Ich
glaube, die nehmen den Schwung mit. Auch ein knappes Ergebnis, 1:0. Ich habe sehr, sehr viele knappe Ergebnisse. Ich gehe nie so über 3, 4 Tore hinaus. Naja, wir speichern mal die Tipps und dann gucken wir uns wie immer mal die Gesamtübersicht an. Mir wird ja immer angezeigt, wie viel Geld ich, wenn ich darauf setzen würde, bei einem bestimmten Wettanbieter bekommen würde. Also wenn die Ergebnisse alle zustande kommen würden, diese Tendenzen, wäre ich um 160.000 Euro reicher. Klar, ne, da habe ich die Bayern auf Niederlage getippt. Da habe ich ja quasi auf die höheren Quoten gesetzt, möchte ich mal meinen. Und von daher ist ja dieser hohe Betrag zustande gekommen. Aber imagine mal 160.000. Wäre schon eine stattliche Summe. Also der Paul immer noch auf der 1, Hegebusch und der Kinyo. Auch alle ganz, ganz knapp dahinter. Ex-Dex, Rafa auch alle noch sehr, sehr aktiv hier mit dabei. Das freut mich immer wirklich sehr, wenn sich hier viele Leute zusammenfinden, die dann auch noch aktiv mittippen. Und ich freue mich, dass ihr bislang in der Hinrunde so aktiv mit dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt es auch weiterhin. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu Spieltag 15. Viel Glück mit euren Tipps für eure Mannschaften. Und dann gibt es ja noch eine englische Woche. Also nicht wundern, wenn dann unter der Woche noch ein Kicktipp-Video kommt. Das ist dann auch das letzte vor der Winterpause. Und bis dahin sage ich euch danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht beim Gewinnspiel mitzumachen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann schönes Wochenende, schönen zweiten Advent und bis dann. Ciao, ciao.